Hallo Herren und Damen, ich bin Alain Wagner. I will continue in English because I don't speak German. But I will have a translator. Yeah. So today is Islamization, Islamization, analysis and solution. I am from a French organization called Vérité, Valeurs et Démocratie, Wahrheit, Werte und Demokratie. We use truth, Wahrheit, as a tool. We don't pretend to have the truth. No. Wir benutzen natürlich die Wahrheit nicht, weil wir denken, dass wir die Wahrheit haben, aber als ein Mittel dazu, um das Folgende zu vertreten. And we assume the values, and the values are the values of democracy. Und natürlich haben wir Werte, die wir auch bekennen, und zwar das sind Werte der Demokratie. And we are part of a bigger organization, European organization called European Freedom Initiative, who's been involved in a lot of demonstration all over Europe, and it's not finished. We will work very soon with BPE around Europe to take this new kind of action to people, to inform them, to educate them. Wir sind Teil einer Allianz, die European Freedom Initiative heißt und die viele Veranstaltungen in ganz Europa organisiert hat. Und bald auch mit BPE wollen wir auch andere Veranstaltungen organisieren. And that's what we are, and that's what we say. This symbol is when you watch a video, film, a movie, and you don't like it, you push the stop button. Links steht, was wir sind eigentlich, und rechts steht, was wir sagen, und das ist natürlich ein Zeichen, wenn Sie ein Video sehen und stoppen wollen, dann drücken Sie drauf, bitte. Stop Sharia. So, to be precise, I'm from France, we like precise words. We use Islamization. What is Islamization? Wie Frankreich, wir wollen gerne also die Wörter definieren und präzise sein, und natürlich sprechen wir von Islamisation. Also eigentlich, was ist Islamisierung oder Islamization bei uns? It's very simple. It's Sharia law enforcement in our societies. C'est-à-dire faire parvenir plus de charia dans... Sharia enforcement. Imposer. Das ist also die Scharia in unsere Gesellschaften, wie heißt das, mit Druck oder mit reinzubringen, also also ohne dass unser Willen dabei, also unter Zwang. Unter Zwang, ganz genau. Entschuldigung, danke. And this is our problem with Islam. It's not a religious problem, it's a political problem. Unser Problem eigentlich mit dem Islam ist keine mit einer Religion, sondern mit einer ist ein politisches Problem. Because Sharia is a political part of Islam. Weil Scharia eigentlich eine politische Seite des Islams ist. Sharia law is a totalitarian system based on a theological slavery principle. Scharia ist ein System, das totalitär ist und gegründet auf dem Grund einer theologischen Sklaverei, also Prinzipien der theologischen Sklaverei basiert ist. And I use a strong word, slavery, but in fact it is absolutely we are confronted with slavery. Ich benutze nicht nur Sklaverei, also ich meine auch Sklaverei dabei. And the slavery, slaves obey a law he has not made and cannot change. Ein Sklave natürlich muss Regeln, sich unterwerfen, die er nicht gemacht hat und die er nicht ändern kann. And the Sharia proponents believe that all human beings have to submit to Sharia law. Und die Leute, die natürlich an Scharia glauben,
denken, dass Menschen nicht ihr Recht gestalten, sondern sich der Scharia unterwerfen, diese Ordnung unterwerfen. A submission without any right for freedom. Eine Unterwerfung ohne das Recht auf Freiheit. And I don't ask you to believe me. Don't believe me. Don't believe my opinion. Believe the opinion, the official opinion of Islam. I will use this text is from Reliance of the Traveler. It's a Sharia code certified by University Al-Azhar. This is official Sharia text. Sie brauchen nicht mehr zu glauben, sondern glauben Sie bitte einem Buch, das von Al-Azhar ausgegeben wurde und das, wo Scharia kodifiziert ist. Chapter A, 1.4. Meaning of good and bad. Remark, you can't choose what is good and what is bad. The good is not what reason considers good, nor the bad what reason considers bad. The measure of good and bad is a sacred law, Sharia, not reason. Also im Kapitel A 1.4 steht es, die Bedeutung des Guten und des Schlechten, also das Schlechte und das Gute sind nicht auf Gedanken, auf Verstand basiert, sondern das Gute und das Schlechte ist von der Scharia, also von der vom heiligen Gesetz, also ausgegeben. Also das wird nicht von uns, das bedeutet, das hängt nicht von uns ab. And this is fundamental because you have not the choice. Because reason, why do you use reason? You use your reason to choose. Wir benutzen natürlich unser Verstand, um zu wählen, aber weil das nicht möglich ist, dann haben Sie überhaupt keine Wahl. And here, you don't choose. No freedom. Das bedeutet, dass Sie keine Freiheit haben, etwas auszuwählen. To come back to slavery. When you're a slave life is threatened if you try to escape its condition. Und ein Sklave ist bedroht, sein Leben zu verlieren, wenn er natürlich versucht, auch rauszukommen oder zu entfliehen. And Sharia proponents believe that leaving Islam is punished by death. Also die Scharia vertreten natürlich denken, dass der Islam oder diesen Glauben verlassen will, soll getötet werden. And once again, don't listen my opinion. It's not my opinion. Hören Sie nicht auf meine Meinung, sondern lesen Sie bitte, was drin steht, was in Scharia steht. About Islam, we don't need opinions. We need facts, reality, because facts don't lie. Über Scharia brauchen wir keine Meinung zu haben, sondern Fakten, und diese Fakten sprechen für sich selber. And this is fact. Sharia code, official Sharia code. Chapter O 8.1. When a person who has reached puberty and sin and voluntarily apostatized from Islam, he deserves to be killed. Also im Scharia-Code, das wirklich von Al-Azhar ausgegeben wurde und auch jetzt, gestempelt wurde, also im Punkt 08.1 steht es, die Person, die erwachsen ist und nicht verrückt ist, also und trotzdem vom Islam rauskommt, also soll getötet werden, ganz einfach. This is official Sharia. Das ist also Scharia, das ist das offizielle Verstand von Scharia. So we can deduce from that Muslims are always the first victims of Sharia because they have no freedom. So, die Muslime sind die ersten Leute, die unter Scharia, leiden. Opfer. Ja, die sind die ersten Opfer von Scharia, ja. And closely followed by all the neighbors.
Und dann kommen erst danach die Nachbarn von ihnen, die natürlich von der Scharia leiden. And we will see why. Und wir werden sehen, warum. So, we were in slavery, or promoting slavery is immoral and illegal in Europe. Das ist schwierig für mich. Bitte? Sklaverei. Nein, promoting. Das heißt Werbung. Ja, Werbung für Sklaverei ist natürlich immoral hier in Europa und natürlich auch rechtswidrig. And this is a fact. Und das ist ein Fakt. Slavery is a crime against humanity. Und natürlich Sklaverei ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ja, And this is a fact too. Das sind Fakten, nicht? And our laws said it. European Court of Human Rights in 2003 said Sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy. Unsere Europäischen Gericht für Menschenrechte am 13. Februar 2003 hat festgestellt, dass Scharia ist nicht kompatibel mit unseren Prinzipien, Grundprinzipien der Demokratie. This is not an opinion, this is a fact. Das ist wieder keine Meinung von mir, sondern das sind Fakten. Gericht von welchem Land? Bitte? Von welchem Land das Gericht? Von das Europäische Gericht für Menschenrechte. Okay. Unser europäisches Gericht, ja. Promoting or enforcing Sharia rules in our society is a direct attack against Western culture, democracy and human rights. So, die Werbung für Scharia in unseren Ländern ist wirklich ein Angriff, einen direkten Angriff gegen unsere westlichen Kultur und Demokratie und Menschenrechte. So, we were speaking of an attack against our culture, human rights and democracy. How can it be done? Wir haben natürlich von einem Angriff gegen unsere Demokratie und unseren Werten und unsere Menschenrechte. Was können wir tun? Usually, when a society is attacked, this is what happens. Normalerweise, wenn eine Gesellschaft angegriffen wird, gibt es verschiedene Antworten, unter anderem das erste, um sich richtig zu verteidigen, mit Erfolg. Here is a little graphics. Take your aspirin pills. Here you have the society with the ruling class and the population. When this society is facing an attack, an external attack, normally the ruling class devised an adapted and coherent defense policy and inform its population about the problem and the attack. And so it creates knowledge, motivating the population to support this defense policy. This is the usual case. Normalerweise, wenn ein Angriff von außen kommt, dann hat man die Elite, die Führungsklasse, normalerweise bestimmt eine Politik der Verteidigung, die natürlich gut gemeint ist, also für die Situation gut angepasst ist und natürlich informiert die Bevölkerung davon. Also dieser Wissen benutzt die Bevölkerung, um auch gut zu reagieren und sogar auch zu unterstützen, diese Politik zu unterstützen. This is when the ruling class is doing a job. Normalerweise, wenn die Elite natürlich ihre Arbeit tut. Case number 2, our situation. Und wir sind in der zweiten Situation, This is Sharia law enforcement in our societies. How do we react? Here is the situation. Ruling class, population, facing Sharia enforcement. So, jetzt gegen Scharia haben wir also eine Elite, eine Führungsklasse der Politik, die eigentlich
keine Beziehung zur Bevölkerung hat. And you see that you have green dots. What is it? This is a trace of Sharia enforcement in our societies. Und was Sie auf Grüne sehen, das sind Flecken eigentlich von Scharia in der Bevölkerung. This is, in fact, Sharia indoctrination infrastructure built in our societies. Das ist eigentlich eine Infrastruktur, der eigentlich die Scharia einführt und die Doktrin der Scharia langsam in die Bevölkerung Verbreitet. einbringt. Ja. And what's this infrastructure? What is it? Was ist eigentlich diese Infrastruktur? So, braucht man gar. This is the most prominent part of this infrastructure, but you have two preachers, cultural centers, madrasas, but these are particularly emblematic, representative of what is an infrastructure of indoctrination. So, natürlich haben Sie hier jetzt was Konkretes von dieser Infrastruktur, natürlich die Scharia reinbringt. Aber es gibt nicht nur diese natürlich. Those buildings have only one significance and only one goal: enforce Sharia in our society. Also diese Infrastrukturen, also diese Moscheen haben nur ein Ziel, Scharia einzuführen in unseren Gesellschaften. And what is consequence? Und was ist eigentlich die Konsequenzen davon? A progressive apparition of Sharia-induced behavior. Die Scharia-Einführung eigentlich hat Verhalten hinter sich als Ergebnis. Sharia is infusing the society by the bottom. Von unten, vom Grunde her, wird Scharia filtriert oder Infektion. Infektion, genau. Yeah. Danke. What is a Sharia-induced behavior? Was bedeutet eigentlich das Verhalten von Scharia eingeführt werden? No, not this one. This is more Islamic. This is a trace of Sharia. Here is another. Again, Sharia, 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 Sharia. So, Sie haben gesehen, was eigentlich das für Konsequenzen hat. This is Ans Verhalten. a progressive apparition of Sharia-induced behaviors. Das sind eigentlich Aspekte der Einführung der Scharia im Lande. So, here is our society. Where does it come from? This Sharia, where does it come from? Woher kommt eigentlich diese Scharia? From the Islamic world. Von der islamischen Welt. In this Islamic world, you have organizations, very powerful organizations, and they are behind this enforcement of Sharia. Es gibt diese zwei Organisationen unter anderem, die sehr stark sind und die natürlich stark dafür sich einsetzen, um die Scharia einzuführen bei uns. The first one is the biggest one, Organization of the Islamic Conference. This is a political organization. Die größte ist die Organisation der Islamischen Konferenz und sie ist eine politische Organisation. We are not speaking of religion, we are speaking of politics. So, wir sprechen nicht von Religion, sondern von Politik. 57 countries, the second biggest organization, international organization, just behind the United Nations. Die zweitgrößte Organisation hinter der UNO und zwar mit 57 Ländern drin. And this organization aims to, among other aims, or the goals, protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of Islam. Unter anderen Ziele, die diese Organisation hat, ist natürlich das Bild des Islams zu verhüten und auch die Diffamation, wie sie das nennen, des Islams zu bekämpfen.
we are speaking of Islam, and this is a political organization. Remind it. Das ist eine politische Organisation, die vom Islam, von einer Religion spricht. The Muslim Brotherhood, a political organization again. Und die muslimische Bruderschaft, die auch eine politische Organisation ist. Their motto is, Ihr Motto ist, Allah ist unser Ziel, der Prophet ist unser Leiter oder unser Führer, Koran ist unser Gesetz, Dschihad ist unser Weg dazu und sich sterben im Wege Allahs ist unser bester Wunsch und unser höchster Wunsch. Politik, Jihad, Allah, Islam. Brauche ich nicht so zu übersetzen. And the creator of Muslim Brotherhood said about his organization and Islam, it is the nature of Islam to dominate, not to be dominated, to impose its law on all nations and to extend its power to the entire planet. Der Gründer der Bruderschaft hat so gesagt, Islam im Grunde ist Islam eigentlich geschaffen, um zu dominieren und nicht, von anderen dominiert zu werden. Ja, und seine Gesetze den anderen Nationen, der anderen Völker mit Gewalt zu stärken über die ganze Welt. Ja. Hitler hätte das auch sagen können. Ja. This is our society, ruling class, population, and here is a factor, immigration. Und das ist unsere Bevölkerung oder unser Staat mit der Bevölkerung unten, die natürlich von Immigration gefüttert wird. Oder? Here you remark your spot. Immigration by itself is not an attack. Immigration selber ist kein Angriff. The problem is immigration management by our society, called multiculturalism, makes us vulnerable to Islamic subversion. Eigentlich das Problem ist, wie man diese Immigration behandelt und die Idee von Multikulti eigentlich macht unsere Staaten, unsere Bevölkerung eigentlich schwächer und kann diese Subversion des Islams auch unterliegen. Yes, because now this is an attack, a political, religious subversion. Das ist sicherlich ein Angriff, und zwar, weil es eine religiös-politische Subversion eigentlich ist. Because totalitarian organizations hidden behind religious facades are attacking our society. Weil eigentlich Organisationen, die totalitär gesinnt sind, hinter dieser religiösen Vorgrund sich stecken und unsere Gesellschaft angreifen. Here we have a second attack, propaganda attack. Ja, brauche ich nicht so. And this propaganda has as a result disinformation toward ruling class and population. Und diese Propaganda hat also Missinformation natürlich für die politische Elite, aber auch natürlich für die And you know about it, because disinformation, a big example is Islam is religion of peace. So, das Beste, das kennen Sie von dieser Propaganda. Islam ist eine Friedensreligion. Ja. Another example is Islam is a religion, not a political organization. Die andere Propaganda sagt aus, dass Islam nur eine Religion ist und keine politische Gesinnung ist. And to prove that this is propaganda, we have an extract of the 10 years program of Organization of Islamic Conference Action. They devised a program of 10 years, and this is a quote, I quote,
utilize the different mass media in order to serve and defend the cause of Muslim Ummah. Das ist eigentlich im Programm der OIC, der ersten Organisation, eigentlich steht drin ganz genau ein 10 Jahre Programm. Wir müssen die Massmedien benutzen, damit eigentlich die Ummah, das heißt die Ummah, Ja. Die islamische Gemeinschaft weltweit. ja, die religiöse Gemeinschaft der Muslime verteidigt wird. Propaganda. Ja, das ist Propaganda natürlich. And we have third axe of attack, aimed at the ruling class, because the first one is aiming the bottom of the society, the population, and here we have a specific attack aimed at the ruling class. Und von oben kommt eine andere Art der Propaganda, und zwar das ist für die Führungsschicht gemeint, natürlich über Korruption. Korruption, lobbying, Islamic finance. Brauche ich nicht. And don't forget Islamic terrorism. Ja, sollten auch Terrorismus nicht vergessen, nicht? Ja. And what are doing our politicians, ruling class? Was macht unsere Elite? Was machen die Führungsklassen von They uns? put up an inadapted and incoherent defense policy. And why is it inadapted and incoherent? Because they protect only against external terrorism attack. They are efficient at that, but the rest is not efficient. So, warum ist unsere Elite, sie hat keine Politik eigentlich, eine effiziente Politik entstanden, weil sie eigentlich nur was gegen den Auslandterrorismus gestellt hat, aber die anderen Wege der Propaganda überhaupt nicht bekämpft oder nicht richtig bekämpfen kann. And the proof that it is inefficient is the Islamization of our society. Und natürlich, man sieht es an der Islamisierung der Basis. Deshalb ist diese Politik nicht effizient. And the population see it. Und natürlich die Leute sehen das. And what makes the ruling class? Und was macht die Führungsklasse? Yeah. They lie. They lie. They disinform themselves too and say, no, we have no problem with Islam. Everything is okay. If you have problem with Islam, it's not because there is a problem, it's because you are racist. So, was machen sie dann? Die lügen dann ganz einfach und sagen uns, naja, es gibt ja überhaupt kein Problem mit dem Islam. Wenn das der Fall ist, weil sie das so wahrnehmen, aber das ist nicht richtig oder wirklich. And in fact, they are participating to the disinformation work. Und so machen sie mit auch eigentlich Desinformation oder Missinformation mit. Also sie nehmen teil an der Desinformation. And this disinformation is leading to disorientation, ignorance and passivity from the population. Und das führt dazu, dass die Bevölkerung eigentlich nicht mehr weiß, wohin sie gehen muss und natürlich hat kein Kenntnis von der Realität und natürlich wird passiv reagieren. And diverts the energy of the population on a wasted support of inadapted and incoherent defense policy. They waste their energy. So wird die Bevölkerung eigentlich ihre Energie verlieren, weil sie eine Gegenreaktion hat, die überhaupt ineffizient ist. And the example of this wasted energy is war on terror. Und also was wirklich mal seht, ist, dass wir sprechen von Krieg gegen Terror und das ist eigentlich eine ganz verlorene Energie. Why are we in such a mess? Warum sind wir in so einem Mist oder sowas? Mist? Ja. Because the ruling class is weak, corrupt and traitorous. Weil unsere Leader schwach, korrupt sind und auch Verräter. Bitte? Verräter. Verräter sind. Ja, danke.
And sorry, this is a strong word. That this is the exact word. When you sell your population to enemy attacks against money, or because somebody asks you, you are not a collaborator, you are a traitor. Das richtige Wort ist das richtige Wort ist Verräter, weil sie eigentlich, wenn sie ihre Bevölkerung zu dem Feind verkaufen gegen islamische Finanz oder weil der andere das von euch wer es das verlangt, dann sind sie Verräter. Ganz einfach. With concepts like multiculturalism and diversity, our elites are actively collaborating with enemies of democracy. Mit diesem Konzept des Multikulti eigentlich und diverse, bitte? Diverse Kulturen, eigentlich sind unsere Elite dabei, eigentlich uns die Kollaboration oder die Verräter mit dem Feind der Demokratie, mit den Feinden der Demokratie. So, now we know the problem. This was the analysis. But once we know we have a problem and that we have identified the problem, we need to go to the solution. Da wir jetzt die Tatsachen also gesehen haben und die Analyse gemacht haben, müssen wir uns fragen, was können wir tun, was müssen wir tun, damit wir natürlich auch einen guten Gegensatz oder uns schützen, besser schützen. First of all, our nations need truth. Wir brauchen Wahrheit. About the still jihad, discreet jihad, waged against democracy and freedom. Gegen den richtigen Dschihad, der eigentlich gegen Demokratie und Freiheit gerichtet ist. Because nobody tells you officially that we are attacked, that democracy and freedom is attacked. They say, oh no, it's just a religion. Niemand sagt Ihnen, dass natürlich Demokratie und Freiheit angegriffen sind. Natürlich sagen Sie, ja, nein, es gibt überhaupt kein Problem. Truth is one of the tools we need to unmask the Sharia slave makers and their accomplices in our societies. So, deshalb die Wahrheit dient dazu, ist ein Mittel dazu, damit wir die Scharia-Sklaverei enthüllen und demaskieren, ich glaube das, und auch natürlich die Leute, die mit Scharia arbeiten, die Mitarbeiter, die Kollaborateure. Because remember, with Sharia you make slaves of us. Vergessen Sie nicht, dass mit Scharia macht uns Sklaven, führt zu Sklaverei. And some of our elites are working with them, hands to hand. Und unsere Elite arbeitet mit. Oder, some ja. of the elite. Some, ja, danke. Einige Leute der Elite, nicht alle Eliten. Another tool is freedom of speech. It needs to be protected at all cost. Und Freiheit der Rede muss auf jeden Fall geschützt werden. Auf jeden Fall. Because without freedom of speech, there's no more democracy. Wenn Sie die Redefreiheit nicht haben, ist überhaupt keine Demokratie möglich. To protect against that, violence, intolerance. Ja. Gegen Intoleranz und gegen die Gewalt des Islams, die hier auf diesen Schildern man zeigt. But we have to defend the defense of free speech. We are attacked by our society, our elites, Geert Wilders and Elisabeth Sabatic-Wolf, heroes of defense of free speech. Das sind zwei Beispiele der eigentlich Redeunfreiheit, die von unserer Elite geführt wird gegen Geert Wilders und Sabatic-Wolf. New leaders with courage and virtue, an old world we need to put back. Need to stand up and replace weak, corrupt and treacherous politicians. Wir brauchen neue Lieder, die natürlich
Courage haben und Tugend, ja, ganz genau. Und Tugend, das ist ein neues Wort, das wir brauchen, damit die neue Elite, die schwache und korrupte, eine versetzt. And TGAD, organization like mine, but like BPE too, and Friends of Democracy need to unite their efforts. Wir brauchen unsere wie heißt das, also wir müssen zusammenkommen, unsere Organisation und Organisationen, die gegen Dschihad arbeiten, wie die eine, wie die unsere und wie die eure, die BPE. Wir müssen zusammenkommen, um unsere Anstrengungen vereinen. Ja. Because it's our collective democratic duty to ban every trace of Sharia from our countries. Wir müssen eigentlich, ja, unser gemeinsamer Pflicht, ja ganz genau, es ist eine Pflicht, eigentlich keine Spur von der Scharia in unsere Gesellschaft reinzulassen. Verbannen und verbannen. Wir müssen sie verbannen. Ja. Because, and it's very important, all aspects of Sharia are organically related to incitement to hatred and violence. Alle Aspekte eigentlich der Scharia sind sehr gebunden mit Verhetzung und Verachtung sind absolut gebunden mit der Verhetzung und Hass gegen und Gewalt gegen die Nicht-Muslime. Das ist zusammengebunden, also das heißt organisch verbunden. Once again, don't listen to my opinion. Listen to the official truth about Sharia, Reliance of the Traveler, Chapter 9.1. Jihad is a communal obligation. Nochmal, hören Sie nicht mehr auf meine Meinung, sondern auf das, was Scharia Al-Azhar also ganz genau gestempelt und sagt, Dschihad ist wirklich eine Pflicht der ganzen Umma, der ganzen Gemeinschaft der Muslime ist. Communal meaning the Muslim community must produce an effort of jihad. Das heißt, die ganze Umma, die ganze Gemeinschaft der Muslime muss also bitte? Dschihad produzieren und auch alles tun dazu, um Dschihad herauszubringen. Ja. Pflicht. So, what is jihad? Und was ist eigentlich Dschihad? This is the flag of jihad. Und And take care, because in our street, in Europe, this flag is appearing now. You have organization, and now you know what the meaning is, what the meaning of this flag is. You have organization, political organization hidden behind religious facade, showing us the jihad flag. diese Flagge eigentlich ist Dschihad-Flagge und die erscheint immer weiter, immer in unseren Gesellschaften jetzt, in unseren Ländern. Sie müssen darauf Acht geben, das ist die Flagge des Dschihads. Und so weil ich Arabisch natürlich gelesen, das ist das Credo von Islam. Es gibt kein Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Ja, natürlich, wenn Sie das akzeptieren, dann fertig. It's not the writing who have meaning here, it's a symbol. When this writing is on the black background, it has only one meaning: war, military war, nothing else. Also eigentlich nicht die Schrift oder was geschrieben ist bedeutend, sondern der Hintergrund, der schwarz ist. Und wenn es schwarz ist, dann bedeutet Dschihad. And once again, don't trust me, don't trust my opinion. Just look at real facts, official Sharia code. Und Chapter 9.0, 9.8. Nochmal, hören Sie nicht auf meine Meinung, sondern lesen Sie bitte, was von Al-Azhar ausgegeben und gestempelt wurde, und zwar in Punkt 098. The objectives of jihad. Die Ziele des Dschihads sind
And listen, they speak from you. They speak of you. The Caliph makes war upon Jews, Christians and Zoroastrians until they become Muslims or else pay the non-Muslim poll tax, jizya. Das natürlich ist an sie gerichtet, und zwar der Kalif, macht Dschihad oder gegen die Juden, die Christen, die Zoroastrier, bis sie Muslime werden oder eine Kopfsteuer zahlen. Das heißt Jizya auf Arabisch. Yeah, on rentre pas dans les détails sur la visa. Second case, if you are not Jew, Christian or Zoroastrian, you fall in the second case. Chapter O. Im Falle sie nicht Jude, Christ oder Zoroastrier sind, dann fällen sie unter den Paragraph 099. The Caliph fights all other people until they become Muslim. Sie werden bekämpft, bis sie alle Muslime werden. Simple. So einfach ist es. And so, people say, wait. We have no more Caliph today. Aber die Leute sagen, ja bitte, halt ein bisschen, wir haben doch keinen Kalif mehr. So, they say, you don't have jihad now. It's impossible, because we don't have Caliph. Weil wir keinen Kalif haben, könnten sie doch kein Dschihad. Kann kein Dschihad geführt werden. And this time, don't listen their opinion. Look at the facts. Da auch sollen Sie nicht auf diese Meinung hören, sondern lesen Sie bitte, was da steht. Chapter O, 9.5. It is offensive to conduct a military expedition against hostile non-Muslims, that is, all non-Muslims, without the Caliph's permission. Though, if there is no Caliph, no permission is required. Also, Sie sollten eigentlich keinen militärischen Angriff gegen die Nicht-Muslime, die nicht gut gegenüber sind, das sind eigentlich alle Nicht-Muslime, wenn der Kalif diese Erlaubnis nicht gibt. Aber wenn kein Kalif gibt, dann ist überhaupt diese Erlaubnis nicht nötig. Okay. Ja, This is a fact. das sind Fakten, das ist keine Meinung. So, how can we defend us, our society, our countries against that? Wie können wir unsere Gesellschaft gegen Islamisierung richtig verteidigen? Mit Erfolg verteidigen? A simple solution, a total ban of Sharia, because in Sharia you have jihad. Wir sollten die Scharia-Gesetze verbannen oder überhaupt nicht erlauben gegen die Islamisierung. So, this is our present situation. Wir sind in dieser Situation with our weak, treacherous and corrupted elites. mit unseren Elite-Führungsleuten, die Verräter und korrupt sind. And we need to go there. Wir brauchen hinzugehen. It seems complex, but in fact it's very simple. And the central point is education. Es scheint kompliziert zu sein, aber im Grunde ist es ganz einfach. Es hängt von der Bildung aus. Also es hängt von ab. And that's where organizations like mine, like BPE and like you are concerned. Our duty is to inform our ruling class, but we know who they are, and we need to inform, educate our population to give them the knowledge. Das ist unsere Pflicht eigentlich von uns, von meiner Organisation, eurer Organisation und von jedem von Ihnen, dass wir die Elite und auch die Bevölkerung darüber informieren und bilden. Because with
this knowledge, they will know that we are attacked and we need a defense, a coherent defense. Damit werden sie natürlich wissen, dass wir angegriffen werden und eine gute Resistenz, eine gute Antwort darauf geben. With knowledge, they can identify the attacks. Mit diesem Wissen werden sie sicherlich diese Angriffe endlich mal identifizieren. Ja. And with democratic action, they can force or replace the ruling class until they put up an adapted and coherent defense policies. So, und mit demokratischen Mitteln können wir natürlich unsere Führungspolitiker ändern, damit sie endlich eine richtige Politik der Verteidigung, die kohärent ist und die effizient ist. And at this point, the ruling class will take the good measures, and the good measures are to suppress the Sharia seeds in our society. Und natürlich unsere Elite sollte in diesem Falle richtig handeln, indem sie die Seiten, also die Körner der Scharia in unserer Gesellschaft ausrotten. And population informed will support the good defense policy and will help the ruling class to clean the society of the Sharia behaviors. Und dann wird die Bevölkerung natürlich auch diese Politik unterstützen, indem sie auch hilft, diese Seiten außer Kraft zu setzen. And part of this adapted and coherent defense policy is to regulate immigration, to let enter in our society only the people who can adapt their way of life to our way of life. Unter anderem das Verteidigungsmittel ist auch die Immigration richtig zu regulieren, damit nur Leute reinkommen, die adaptationsfähig sind und die sich unserer Werte, And at this point, immigration from Islamic world won't be anymore a problem. Immigration is not an aggression. This is poor management of immigration that is a problem, not immigration by itself. So ist die Immigration selbst ist kein Problem, sonst wie man die behandelt, wie man die reguliert und wie man sie auswählt auch, das ist das richtige Problem. In the regulation, numbers are included. Natürlich auch die Zahl ist wichtig in diesem Regulierungssystem. And this is done only by education, truth. We need to clear the fog around the enemy and his attacks. Natürlich, diese Ausbildung muss die Wahrheit als Basis haben, damit wir über die Angriffe richtig informieren. Because if the population can't convince or change the ruling class, there will be war. Wenn die Bevölkerung nicht dazu bewegt wird, unsere Elite zu ändern, wird sicherlich zum Krieg, zum inneren Krieg kommen. Democracy is a solution. Demokratie ist eine Lösung. Doing nothing today is being responsible of the direct future for our children. Wir sind dafür verantwortlich, für einen schwarzen Zukunft, wenn wir nichts tun. So, with us, let's work. Die European Freedom Alliance sagt, stoppt die Scharia jetzt. So. If I go to second, I want to precise the problem with mosques, because very often people don't know how to oppose the building of a mosque in your town. Also das Problem der Moscheen ist immer ein Problem. Die Leute wissen nicht, wie sie eigentlich den Bau der Moscheen stoppen können. I will be very fast.
So, Sharia enforcement infrastructure, how to build a parallel society in a democracy. That's what they do. Das ist eigentlich, wie man, also diese Moscheen dienen dazu, eine Parallelgesellschaft zur Demokratie zu bauen. They, when I say they do, it's political organization, political activists, hiding behind religious facade. Und wenn ich davon spreche, von diesen, also eigentlich sind politische Organisationen, die sich dahinter verstecken. First step, pretend that it's just a religion. Natürlich sagen sie, das ist nur Religion. 2, claim for your religious freedom. Und dann verlangen sie, dass sie ihre religiöse Freiheit benutzen wollen. Then plant the siege of jihad. Und dann natürlich sehen sie die Saat von Dschihad. Start the subversion process. Und dann wird der Subversionsprozess angefangen. Here is a lie. An abuse of right. When I say abuse of right, I say abuse the right to have freedom of religion. They ask the building of mosques in our countries because they say we have the right of religious freedom. But this is an abuse of right. Das ist eine Lüge und das ist eigentlich eine schlechte Benutzung der Rechte, weil sie sagen, wir haben das Recht, Moscheen zu bauen, um unser Recht auf religiöse Freiheit zu üben. And why? Warum ist es so eine Lüge? What we are told by those Islamic organizations. Was uns gesagt wird von diesen Organisationen ist, all that is legal. We want a religious building. Eigentlich wollen wir nur einen religiösen Gebäude. And that, yes, in our laws, it's legal. Natürlich, das ist das ganz legal, so rechtlich. Legal. Illegal, ganz klar. But you see, what is it? Was steht dahinter eigentlich? This is the religious building with worshipping activities. This is legal, yes. Also es gibt natürlich eine legale Aktivität drin, die natürlich nur von Glauben, dahinter steckt nur Glauben, aber this is an archetypal figure of what is a mosque, but not each mosque are like that. Also eigentlich, was hier gestellt ist natürlich nicht jede Moschee so ist, aber normalerweise ist eine Moschee so gestaltet. Inside you have here a political headquarters. Eigentlich drin steckt eine politische Headquarter, wie heißt das eigentlich? Hauptquartier. Hauptquartier, ganz genau. They relay the political ideology of Muslim Brotherhood, organization of Islamic Conference of different exterior foreign countries. Also eigentlich das Propaganda für die politische Orientierung der Bruderschaft, der islamischen Bruderschaft oder von den anderen Organisationen wie die OIC. The OIC claimed that criticizing Islam is racism. So in every mosque, the imams say, if you are critic of Islam, you are racist. So, was die OIC sagt, ist, dass eigentlich die Kritik des Islams Rassismus ist und das wird in jeder Moschee weiter gesagt. What they say is coming from an external country. Und was sie weitergeben, eigentlich wird von anderen Organisationen von draußen denen mitgegeben. You have an indoctrination center. Und die Leute werden auch indoktriniert in diesen Zentren. Learning Quran, Surah by heart. Beim Lernen von Koran und Hadith und sowas. Ja. And learning the Sharia prescription, including jihad and hate of non-Muslims.
Und auch dabei wird der Hass gegen die anderen mit auch gelehrt und die Scharia-Gesetze. You have an administration center who works all that is Sharia related in the life of people. Oh, the dates of Ramadan, the trip to the Mecca. Das wird auch ein Verwaltungszentrum ist und was eigentlich die Gebetszeiten anbelangt, was auch die Reise nach Mekka, Pilgerreise anbelangt, das wird dort verwaltet. You have a Sharia court, Und da gibt es auch ein Gericht der Scharia, even if unofficial. auch wenn es inoffiziell ist. Because when you come to see an imam to ask him something, what should I do? What it tells you to do is Sharia rules. Wenn Sie zu einem Imam hingehen und fragen, was sollte ich tun, dann gibt er Ihnen eigentlich die Gesetze, die der Scharia, von der Scharia also ausgesagt werden. And not our laws, Natürlich Sharia law. nicht unsere Gesetze. In some countries like England, this is official. There are official Sharia courts, but in the rest of the Europe, it is unofficial. But this is the same function. In England ist es sogar offiziell, dass es solche Zentren geben. In anderen Ländern ist es inoffiziell, aber es gibt sie. And for the poor unlucky one, you have a military center. Und natürlich gibt es auch militärische Zentren dahinter. People who made the terrorist attacks in London took their bombs in a mosque. Die Leute, die in England ihre Terrorangriffe vorbereitet haben, haben sie ihre Waffen in Moscheen. And the guy who recently made an attack in Sweden was Islamist in the same mosque in England. Ja, von derselben Moschee ist ein Terrorist, der in Schweden die letzte Zeit einen Terrorakt gemacht hat. Er ist aus derselben Moschee gekommen. And in Italy, for example, imams have been convicted of terrorist activities. Ja, und in Italien sind wir sicher, dass Imame eigentlich auch terroristische Aktivitäten haben. That is, making poison, making bombs. Ja, das vorbereiteten Gifte und auch Waffen. With plans to use them on the society, on the host society. Die sind natürlich für die Gesellschaft, wo sie leben, also vorbereitet worden. Ihr Ziel war nicht von draußen, sondern die Gesellschaft, wo sie beherbergt werden. And once again, it's not my opinion. It's fact. Das sind Fakten, das sind nicht meine Meinung. Das ist nicht meine Meinung. And all this part is influenced by those green arrows. All that is functioning with Sharia law. Das ist ein System, das durch Beziehungen oder Fäden von der Scharia-Gesetze verbunden sind. And Sharia law is non-democratic and doesn't respect human rights. So this is illegal. Also, weil die Scharia eigentlich die Demokratie und Menschenrechte nicht achtet, ist dieses System normalerweise nicht legal, ist illegal. So, in your town, when a Muslim organization asks to build a mosque, Wenn in Ihrer Stadt jemand, ein Muslim, also eine Moschee bauen möchte, the mayor should check about the ideology of this organization and ask a simple question. sollte normalerweise der Bürgermeister fragen sich über die Legalität dieser Aktivitäten. And one question, Ja, und nur eine Frage stellen. does your Islam contains Sharia, yes or no? Ist Scharia Teil des Islams, von ihrem Islam oder nicht? And verify the answer. Und dann werde er die Antwort bekommen. And if the answer is yes, the answer of the mayor should be no, you won't build a mosque in my town because what you do is
illegal. Normalerweise, wenn diese Frage bejaht wird, dann sollte die Antwort vom Bürgermeister sein, nein, Ihre Aktivität ist nicht legal und da darf nicht geführt werden. And that's a concrete answer to our problem, how to fight Islamization of our country. Das ist eine Angehensweise, die praktisch ist, um die Islamisierung unserer Gesellschaft zu begegnen, entgegenzukommen. Thank you. Dankeschön.